diesem Video erkläre ich euch die 6 Krisen, die die Weimarer Republik im Jahr 1923 überstand. Eben alles, was du wissen musst. Bei den Wahlen zur Nationalversammlung im Jahr 1919 ist die neue demokratische Welt der jungen Weimarer Republik noch in Ordnung. Die Parteien der Weimarer Koalition, also die Mehrheits-SPD, die liberale Deutsche Demokratische Partei DDP und die katholische Deutsche Zentrumspartei kommen gemeinsam auf 76,1% der Wählerstimmen. Schon bei den Wahlen 1920 ist diese riesige Mehrheit allerdings Geschichte. Jetzt haben diese Parteien zusammen nur noch 48%. Die bürgerlichen Parteien bilden eine Minderheitsregierung. Also, es herrschen keine stabilen Verhältnisse. Im Jahr 1923 erschüttert dann eine ganze Reihe von schweren Krisen die Republik. Krise Nummer 1: Besetzung des Ruhrgebiets. Gleich im Januar eskaliert ein Streit mit den Siegermächten des Weltkrieges. Deutschland muss ja Reparationen zahlen, Wiedergutmachung leisten. Und die wirtschaftliche Lage, die ist aber sehr schlecht und das Geld verliert seinen Wert. Also gerät Deutschland mit den Zahlungen und Lieferungen in Rückstand. Französische und belgische Truppen besetzen daraufhin das Ruhrgebiet, um die Erfüllung der Reparationsleistungen sicherzustellen. Deutschland will sich wehren, kann aber gegen die 100.000 Besatzungssoldaten nichts ausrichten. Die Regierung ruft deshalb die Bürger zum passiven Widerstand, zur Arbeitsverweigerung auf. Sie zahlt aber Gehälter und Unterstützungsleistungen, indem sie die Druckerpressen anwirft und das Geld kurzerhand druckt. Im Ruhrgebiet treten die Leute in den Streik, weigern sich mit den Besatzern zusammenzuarbeiten. In der aufgeheizten Stimmung kommt es schon bald zu Gewaltakten. Hunderte Menschen sterben oder sie werden verletzt. Krise 2: Die Hyperinflation. Die Ruhrbesetzung ruiniert die öffentlichen Finanzen endgültig. Im Juni beginnt die Hyperinflation. Der Staat druckt wie wild Geld. 200 Trillionen Mark an Notgeld wird ausgegeben. Zusätzlich zu den 500 Trillionen Mark, die schon im Umlauf sind. Wer am Montag einen Schein über 1 Milliarde bekommt, kann am Sonntag schon nichts mehr dafür kaufen, weil die Preise ins Unermessliche steigen. Wer einkaufen will, muss die Scheine in Koffern oder in Schubkarren transportieren. Kann man sich gar nicht vorstellen. Bald will keiner mehr Geld haben. Nur Naturalien, Lebensmittel, Zigaretten und Kohle. Also echte Kohle zum Heizen. Erst die Währungsreform vom 15. November beendet den Spuk. Für 1 Billion Papiermark bekommt man eine Rentenmark. Arbeiter, Angestellte und Sparer verlieren viel oder sogar alles. Wer Schulden hatte, der ist fein raus. Denn diese Schulden, die lösen sich sozusagen in Luft auf. Krise 3: Notstand in Bayern. Dann beginnen die politischen Probleme. In Bayern verhängt die Landesregierung am 26. September den Notstand über den Freistaat. Der Regierungspräsident von Oberbayern, Gustav von Kahr, wird als Generalstaatskommissar eingesetzt. Bayern wird praktisch eine Diktatur. Die Reichsregierung erklärt den militärischen Notstand. Aber die Reichswehr, die Recht und Gesetz in Bayern hätte durchsetzen müssen, die weigert sich einzugreifen. Denn zu den Leuten, die die Diktatur anführen, gehört auch ein Wehrkreiskommandant. Und die Reichswehr, so hieß es, schieße nicht auf Reichswehr. Immerhin, muss man sagen, unterstützt die Armee die neuen bayerischen Herrscher nicht dabei, die Macht in ganz Deutschland an sich zu reißen. Ein schwacher Trost für den Reichspräsidenten Friedrich Ebert. Krise 4: Separatisten im Westen. Ebenfalls im September regen sich im Rheinland und der Pfalz Separatisten. Die wollen einen eigenen rheinischen Staat abspalten, der eng mit Frankreich zusammenarbeiten soll. Im Oktober und November besetzen die Aufrührer, die eine Zeit lang von der französischen Armee unterstützt werden, die Rathäuser in Aachen, in Koblenz, in Bonn, Wiesbaden, Mainz und in Trier. Die Reichsregierung kann nichts dagegen machen, denn ins Rheinland dürfen keine deutschen Soldaten einrücken. Krise 5: Deutscher Oktober. Die Kommunistische Partei will derweil die schwierige Lage ausnutzen und bereitet mit Unterstützung der Sowjetunion eine Revolution vor. Die Aktion heißt Deutscher Oktober. Sie wollen eine paramilitärische Truppe aufstellen, die proletarischen Hundertschaften, immerhin mehr als 50.000 Mann. In Sachsen und Thüringen liegt der Schwerpunkt der Aktionen.
Die Reichsregierung setzt Ende Oktober, Anfang November die Reichswehr in Marsch, die sich diesmal nicht weigert. Die Hundertschaften werden aufgelöst, mehrere Dutzend Leute sterben oder werden verletzt. Die sich häufenden Krisen stellen die junge Weimarer Republik und die Reichsregierung auf eine echte Zerreißprobe. Krise 6. Hitlerputsch. Ja, und dann putschen auch noch die Nationalsozialisten in München. Die NSDAP, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, hat mittlerweile über 50.000 Mitglieder. Viele sind auch in der Sturmabteilung SA, der braunen Kampftruppe. Am 9. November, dieser Tag ist für die Nazis ein Tag der nationalen Schande, weil an ihm 1918 die Republik ausgerufen wurde. An diesem 9. November will man einen Umsturz wagen. Hitler nimmt während einer Veranstaltung die bayerische Regierung gefangen und will sie zwingen, die SA beim Marsch auf Berlin zu unterstützen. Hitler hat vor, den italienischen Diktator Benito Mussolini zu kopieren, der im Jahr zuvor mit seinen paramilitärischen Truppen nach Rom marschiert war und die Herrschaft übernommen hatte. Aber der bayerische Ministerpräsident von Kahr geht nur zum Schein auf die gemeinsame Machtübernahme ein. Am nächsten Tag lässt er die Landespolizei den Zug Hitlers, dem sich mehrere tausend Menschen angeschlossen haben, mit Waffengewalt aufhalten. Vor der Feldherrenhalle in München sterben 15 Demonstranten und 4 Polizisten sowie ein Passant. Hitler und der frühere General Ludendorff müssen sich vor Gericht verantworten. Ja, das Jahr 1923 war ein schlimmes Jahr, aber die Republik überlebt und mehr noch, die Krisen werden überwunden. Die wirtschaftlichen Probleme bekommt man immer besser in den Griff. Frankreich muss einlenken und gegenüber Deutschland versöhnlicher auftreten. Die politischen Feinde der Republik verlieren an Unterstützung. Die kommunistische und die nationalsozialistische Partei werden vorübergehend verboten. Nach der Krise 1923 beginnen die goldenen 20er Jahre der Weimarer Republik. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt zu diesem oder auch zu anderen Themen, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Und natürlich würde ich euch empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr künftig kein weiteres Video mehr. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.